Aus Freude am Segeln mit einem Katamaran zur Windjammerparade der Kieler Woche in der Kieler Innenförde und Kieler Außenförde bei Sonnenschein und leichter Brise, Cut-Segeln in einem Nacra 570, komm mit, sei dabei, Faszination Segeln. Willkommen zurück bei Aus Freude am Segeln. Im ersten Teil sind wir ja von der Außenförde ganz tief rein in die Innenförde zum Start der Windjammerparade gesegelt, sind dann da in die Parade eingekehrt und segeln jetzt mit denen langsam Richtung Außenförde raus. Bei traumhaftem Sonnenschein und ganz leichter Brise. Also für uns hat es gerade mal so ausgereicht, nachher überhaupt mithalten zu können hier in der Innenförde. Es war fast windstill. Aber der Wind war ausreichend genug, dass wir gerade so mitkamen. Und so konnten wir eine traumhafte Ausfahrt genießen, zusammen mit den ganzen alten Schiffen. Also knapp 100 dieser Traditionssegler segeln jetzt hier zur Windjammerparade von der Innenförde raus in die Außenförde. Und wir begleiten das auf unserem kleinen Nacra 570. Eigentlich ein Boot, was zum Schnellfahren gebaut ist, aber so ein bisschen Wind braucht. Nachher kriegen wir so ein bisschen Wind noch in der Außenförde, dass wir auch ein bisschen zügiger mal fahren können. Aber nun genießen wir hier so nah an diesen alten Schiffen vorbeizufahren. Haben uns das auf unserem Trampolin gemütlich gemacht. Einer von uns steuert so ein bisschen, dass wir da also in Richtung der anderen Schiffe mitfahren. Musik, die haben eigenes Orchester auf dem Schiff. Und wir werden begleitet durch die Polizei. Und egal, wo man sich hindreht mit dem Kopf, überall sind diese großen Rahsegler dann. Viele mit vollgesetzten Segeln. Wahrlich ein traumhaftes Bild und das bei bestem Sonnenschein. Das ist jetzt wieder der Leuchtturm in Friedrichsort. Das ist so eine kleine Enge jetzt zur Innenförde und von der Außenförde kommt und ist nachher zur Windjammerparade gesäumt von vielen, vielen Menschen, weil man da doch recht nah die Boote dann beobachten kann, die dann in die Außenförde raussegeln.
schöner alter Klassiker. Also muss ein Traum sein, darauf zu segeln. Wahrlich ein sehr schönes Bild. Und jetzt immer so in der Außenförde, da verstreut sich dann das gesamte Gebiet der Segelschiffe. Das zieht sich ein bisschen weiter auseinander da alles. Die ersten drehen dann auch schon um und segeln wieder Richtung Innenförde. Da so viel Druck raufzukriegen. Und direkt voraus sieht man ein Boot mit einem dunklen, fast schwarzen Segel, der so sehr gekränkt ist. Also die anderen haben ja kaum Wind in den Segeln und der hat richtig Wind. Das ist die CJ Legend, ein großer Ocean Racer. Schon ordentlich in die Jahre gekommen, aber ein riesiges Boot. Und wir kriegen so ein bisschen Wind, werden also wieder schneller, sodass wieder genug Druck im Segel ist und der Vorschoter dann auch in das Trapez wechseln kann. Dann kann man ganz wunderbar auf einer Kufe fahren. Wenn du willst, kannst du ins Trapez. Der Druck reicht, wenn du möchtest. Druck ist wieder weg. Sofort weggegangen. Das war nur eine kurze Böe. Oh Mann. Das ist ja gut. Ja, ich habe überlegt, wie ich das am besten mache, wenn da die Geschwindigkeit komplett weggeht. Schon wieder totale Flaute. So, Polizei macht schnell. Und der Dampfer mit dieser großen Rauchsäule, das ist die Bussard, ein Dampfschiff. Wir haben ja viele von diesen alten Stahlschiffen, auch mit alter Maschine noch.
Ja, woher kennst du mich noch? Ah, ja, ja, klar. Ja, mein Vereinskollege, ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Bitte? Der segelt mit bei so einer Jugendaktion, wo so diese alten Boote restauriert wurden als Jugendboote. Auch aus Stahl. Was macht die Stena denn jetzt hier? Guck mal, die dreht hier. Ich habe dann die Kamera oft mit so einer Beißplatte im Mund drin, weil ich beim Segeln beide Hände meist brauche. Und dann wackelt das so ein bisschen, weil ich dann regelmäßig gucken muss, ob irgendwie ringsrum alles frei ist. Ich glaube, gleich haben wir wieder ein bisschen Speed im Boot. Ja, der Wind ist wieder gut. Nun sind wir wieder so ein bisschen weiter in der Außenförde, wo der Wind wieder ein bisschen besser ist, also ausreichend, um ein bisschen schneller fahren zu können mit dem Katamaran. Doch, hier raus. Bleib bloß hier. Geil. Das war da oben, die Wand. Ja, die Wand hängt sich manchmal oben in der Ja, Saale, ich seh. dann ruckt das einmal. Die Katharina, ein alter Schoner, riesengroß, 40 Fuß, also 40 Meter lang. Und wir können endlich mal so ein bisschen schneller fahren. Bei wenig Welle. Und Wind genug, dass man so ein bisschen so die Kufen einen kleinen Tick rausbekommt. Also eine zumindest. Und so jagen wir nochmal einmal bei der Außenförde von rechts nach links rüber. Das wahre Katamaransegeln. Man ist einfach deutlich schneller als alles um einen herum. Und so ab Beaufort 5 geht der Spaß dann so richtig los. Aber nicht heute.
der geht hinter uns, oder? Mal gucken. Diese schweren kleinen Stahlboote, die machen immer eine schöne Bugwelle oder Heckwelle. Das macht dann Spaß, da in die Wellen rein zu donnern. Aber ja, der Druck ging so ein bisschen weiter zurück, bevor wir bei den Wellen waren. Pass jetzt auf Gleichgewicht. Oh, geil. Wir zeigen mit den Wellen. Das ist cool. So, dann haben wir endlich eine Kuh verhoben. Aber das Geschoss da vorne, guck mal an, das ist ja ein mittelgroßer Cut. Mit diesem Riesencut konnte man irgendwie mitfahren. Da waren Besucher drauf, habe ich nachher gesehen, aber ich habe leider nicht rausgefunden, wie man darauf kommt. Da wäre ich zu gern mitgefahren einmal. Kommst du rein? Wir machen eine Halse. Und die hauen uns ab. Die wollen abhauen. Ja, das war also die Windjammerparade zur Kieler Woche. Traumhaft schön, allerbestes Wetter, viel Sonne, ein bisschen wenig Wind für uns Katamaran-Segler. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.